warum es so schwer ist, Muttersprachler zu verstehen. Viele Deutschlernende haben das gleiche Problem. Sie lernen Vokabeln, verstehen ihre Lehrer oder ihre Apps, doch sobald sie mit einem Muttersprachler sprechen, verstehen sie fast nichts. Warum ist das so? Schnelligkeit. Muttersprachler sprechen viel schneller, als wir es in Kursen gewohnt sind. Wörter fließen ineinander, Silben verschwinden, Endungen werden verschluckt. Umgangssprache. Im Alltag verwenden Menschen keine Lehrbuchsätze. Statt »Guten Tag, wie geht es Ihnen« hörst du oft nur »Na, alles klar« oder »Wie läuft's?« Dialekte und Akzente. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es unzählige Varianten des Deutschen. Selbst Muttersprachler verstehen manchmal andere Dialekte nicht sofort. Ungewohnte Themen. In echten Gesprächen geht es nicht nur um Hobbys oder Familie, sondern auch um Arbeit, Politik, Witze oder lokale Anspielungen. All das macht es schwer, einem Gespräch zu folgen, selbst wenn du die Wörter eigentlich kennst. Das Wichtigste ist, dieses Problem ist normal. Es bedeutet nicht, dass du schlecht bist oder nie fließend wirst. Es bedeutet nur, dass dein Ohr noch nicht genug Kontakt mit echtem, natürlichem Deutsch hatte. Die Lösung heißt aktive Zuhörpraxis. Denn Verstehen ist kein magisches Talent, sondern ein trainierbarer Skill. So wie ein Musiker sein Gehör trainiert oder ein Sportler seine Reflexe, kannst du dein Ohr darauf vorbereiten, deutsche Muttersprachler Schritt für Schritt besser zu verstehen. Viele Lernende sagen, ich höre doch schon deutsche Musik oder Podcasts, warum verstehe ich trotzdem so wenig? Der Grund ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen passivem Hören und aktivem Zuhören. Passives Hören bedeutet, dass du Deutsch im Hintergrund laufen lässt, vielleicht beim Kochen, beim Sport oder im Auto. Das ist hilfreich, weil dein Ohr sich an den Klang gewöhnt. Aber es reicht nicht, um wirklich zu verstehen, was gesagt wird. Aktives Zuhören bedeutet, dass du dich bewusst auf das konzentrierst, was du hörst. Du versuchst nicht nur Wörter zu erkennen, sondern wirklich dem Sinn zu folgen. Du stoppst, wiederholst, hörst noch einmal. Du stellst dir Fragen. Was habe ich verstanden? Was nicht? Welche Wörter tauchen immer wieder auf? Beim aktiven Zuhören geht es nicht darum, jedes einzelne Wort zu verstehen. Es geht darum, Muster zu erkennen, Schlüsselwörter herauszufiltern und Schritt für Schritt mehr vom Ganzen zu erfassen. Beispiel: Wenn du eine Podcast-Folge hörst, kannst du passiv einfach laufen lassen. Aber beim aktiven Zuhören würdest du einen Abschnitt mehrmals anhören, dir Notizen machen und versuchen, bestimmte Wörter zu identifizieren. Das fühlt sich anstrengender an und das ist gut so. Denn genau diese Anstrengung ist das Training, das dein Gehirn braucht, um neue Klangmuster zu verarbeiten. Merke dir, passives Hören gewöhnt dein Ohr an den Klang. Aktives Zuhören trainiert dein Gehirn zu verstehen. Beides ist wichtig, aber ohne aktives Zuhören wirst du nie die Geschwindigkeit und Vielfalt echter Gespräche meistern. Eines der größten Probleme beim Verstehen von Muttersprachlern ist die Geschwindigkeit. In Lehrbüchern hörst du »Ich gehe in die Stadt«, klar und deutlich ausgesprochen. Aber ein Muttersprachler sagt oft »Ich gen Stadt«. Endungen verschwinden, Wörter verschmelzen, Silben werden verschluckt. Für das Ohr eines Lernenden klingt das wie ein einziger Lautstrom. Warum ist das so schwer zu verstehen? Weil unser Gehirn Sprache nicht Wort für Wort entziffert wie einen Text. Es arbeitet mit Mustern, Rhythmus und Wahrscheinlichkeiten.
Wenn du ein Muster schon oft gehört hast, erkennt dein Gehirn es blitzschnell. Wenn nicht, musst du jedes Detail entschlüsseln. Und das kostet viel Zeit. Das erklärt, warum du einzelne Wörter kennst, aber sie in schneller Rede nicht erkennst. Dein Gehirn hat das Muster noch nicht genug trainiert. Die Lösung ist, dein Ohr muss viele Stunden echte, natürliche Sprache hören. Je öfter du verschliffene Sätze hörst, desto leichter erkennt dein Gehirn die Muster. Beispiel: Am Anfang klingt „Hast du's gesehen?" wie ein Rätsel. Nach mehrmaligem Hören merkst du, es ist nur eine verkürzte Form von „Hast du es gesehen?" Plötzlich erkennst du das Muster und speicherst es für die Zukunft. Das Gehirn braucht diese Wiederholungen, um von bewusstem Entziffern zu automatischem Verstehen zu wechseln. So wie beim Autofahren. Anfangs denkst du über jede Bewegung nach, später läuft alles automatisch. Fazit: Um Muttersprachler zu verstehen, musst du dein Gehirn an den echten Klang des Deutschen gewöhnen. Nicht an die künstlich klaren Sätze der Lehrbücher, sondern an die verschliffenen, schnellen Formen, die im Alltag normal sind. Aktives Zuhören ist kein passives Nebenbeihören. Es ist Training für dein Gehirn. Und wie beim Sport brauchst du klare Übungen, um Fortschritte zu machen. Technik 1: Segmentieren. Hör dir kurze Abschnitte von 10 bis 20 Sekunden an. Stoppe, wiederhole, höre mehrfach. So trainierst du dein Ohr, Details wahrzunehmen, ohne überfordert zu sein. Technik 2: Mitschreiben. Versuche beim Hören einzelne Wörter oder ganze Sätze mitzuschreiben. Am Anfang ist es schwer, vielleicht erkennst du nur 1 oder 2 Wörter. Doch je öfter du es machst, desto mehr schärfst du dein Gehör für den Klang der Sprache. Technik 3: Mitsprechen, Shadowing. Hör einen Satz und sprich ihn sofort nach, am besten gleichzeitig mit dem Sprecher. Das zwingt dich, Klang, Rhythmus und Tempo aufzunehmen. Du wirst merken, dein Ohr und dein Mund beginnen im gleichen Takt zu arbeiten. Technik 4: Schlüsselwörter jagen. Versuche nicht, jedes Wort zu verstehen. Fokussiere dich auf Schlüsselwörter, die den Sinn tragen. Verben, Nomen, Signalwörter wie weil, aber, deshalb. Oft reicht das, um die Botschaft zu erfassen. Technik 5: Wiederholen ohne Text. Hör denselben Abschnitt mehrmals, ohne die Transkription zu benutzen. Beim ersten Mal verstehst du vielleicht 30%, beim dritten Mal 50%, beim fünften Mal 70%. Das zeigt dir, wie dein Ohr Stück für Stück besser wird. Diese Übungen sind wie kleine Workouts für dein Gehör. Sie sind anstrengend, aber genau das macht sie so effektiv. Merke, je bewusster du zuhörst, desto schneller wirst du echte Gespräche verstehen. Aktives Zuhören ist der Schlüssel, der dich von „Ich höre nur Geräusche" zu „Ich verstehe, worum es geht" bringt. Lehrbuchdialoge sind klar, langsam und perfekt ausgesprochen. Sie sind nützlich am Anfang, aber sie bereiten dich nicht auf das echte Leben vor. Wenn du Muttersprachler verstehen willst, musst du mit authentischen Materialien trainieren, also mit Podcasts, Serien, YouTube-Videos, Interviews oder Alltagsgesprächen. Podcasts. Sie sind ideal, weil du sie jederzeit hören kannst, unterwegs, beim Sport oder zu Hause. Viele deutsche Podcasts behandeln Alltagsthemen, Politik, Kultur oder Unterhaltung. Wichtig: Such dir Themen, die dich wirklich interessieren. Denn wenn du dich langweilst, bleibt auch weniger hängen. Serien und Filme. Hier bekommst du Alltagssprache pur. Menschen reden schnell, benutzen Slang und unterbrechen sich gegenseitig.
Das ist am Anfang schwer, aber extrem wertvoll. Nutze Untertitel, um den Einstieg leichter zu machen und versuche dann, Szenen ohne Untertitel zu verstehen. YouTube und Social Media. Vlogger, Interviews, Straßenumfragen, hier hörst du, wie Menschen wirklich reden. Oft kürzer und lockerer als Filme, aber genauso authentisch. Nachrichten. Auch Nachrichtensendungen sind hilfreich, weil die Sprecher klar, aber dennoch schnell reden. Du trainierst damit, komplexe Inhalte zu verstehen. Das Geheimnis liegt in der Strategie. Starte mit kürzeren Clips. Höre sie mehrfach. Mach Notizen zu neuen Wörtern. Wiederhole regelmäßig. Authentische Materialien können am Anfang überwältigend wirken. Aber genau diese Herausforderung macht dein Ohr stärker. Stück für Stück gewöhnst du dich an Tempo, Aussprache und natürliche Strukturen. Merke, Lehrbuch Deutsch bringt dich nur bis zu einem Punkt. Wenn du darüber hinaus wachsen willst, brauchst du das echte, ungeschnittene Deutsch, das nur authentische Quellen liefern. Viele Lernende hören sich ständig neue Inhalte an. Jeden Tag ein neuer Podcast, ein neues Video, ein neuer Film. Das macht Spaß, aber fürs Training ist es oft weniger wirksam. Der Schlüssel zum echten Fortschritt liegt in der Wiederholung. Wenn du denselben Abschnitt mehrfach hörst, wird dein Gehirn jedes Mal neue Details erkennen. Beim ersten Mal verstehst du vielleicht nur einzelne Wörter. Beim dritten Mal erkennst du schon Phrasen. Beim fünften Mal kannst du den Sinn fast komplett wiedergeben. Das nennt man Intensive Listening, konzentriertes Hören auf kleine Stücke statt oberflächliches Hören auf viele Stunden. So geht's. Wähle einen kurzen Abschnitt von 20 bis 60 Sekunden. Hör ihn einmal komplett. Hör ihn dann mehrfach und stoppe, wo nötig. Versuche, einzelne Sätze nachzusprechen. Notiere Wörter oder Ausdrücke, die du nicht verstanden hast. Dieses tiefe Eintauchen trainiert dein Ohr wie ein Fitnessstudio für Sprache. Es ist anstrengender als nebenbei hören, aber der Effekt ist enorm. Noch stärker wird das Training, wenn du denselben Abschnitt an verschiedenen Tagen wiederholst. Denn so merkt dein Gehirn, das ist wichtig, das muss ich behalten. Natürlich darfst du auch weiter neue Inhalte genießen, Serien, Filme, Podcasts. Aber baue bewusst Phasen von intensivem Hören ein. Das ist der Moment, in dem dein Ohr wirklich wächst. Merke dir, viele neue Inputs gleich Breite. Wiederholung und intensives Zuhören gleich Tiefe. Beides zusammen macht dich stark im Verstehen. Eine der wirksamsten Methoden, um dein Ohr zu schulen, ist das Arbeiten mit Transkriptionen oder Untertiteln. Denn sie geben dir die Möglichkeit, den Klang mit dem geschriebenen Wort zu verbinden. Schritt 1: Erst hören, dann lesen. Hör dir einen Abschnitt ohne Text an. Notiere, was du verstanden hast. Dann vergleiche mit der Transkription oder den Untertiteln. So erkennst du sofort, wo deine Lücken liegen. Schritt 2: Gemeinsam hören und lesen. Hör noch einmal, diesmal mit dem Text vor Augen. Jetzt siehst du, wie die Wörter wirklich klingen, wenn sie verschliffen oder verkürzt werden. Dein Gehirn verbindet Klang und Schrift, und das macht das Verstehen beim nächsten Mal leichter. Schritt 3: Ohne Text wiederholen. Schalte die Untertitel aus und hör den Abschnitt erneut. Diesmal erkennst du plötzlich viel mehr, weil dein Gehirn das Muster gespeichert hat. Beispiel: Du hörst „Hast's gesehen?“ und verstehst es nicht. Mit Transkription erkennst du, es ist die verkürzte Form von „Hast du es gesehen?“ Beim nächsten Mal brauchst du den Text nicht mehr, dein Ohr erkennt die Struktur automatisch.
Untertitel sind auch bei Filmen und Serien Gold wert. Aber Vorsicht, nutze sie nicht wie eine Krücke, die du nie loslässt. Nutze sie als Trainingshilfe. Hör mal mit, mal ohne. Tipp: Erstelle eigene Vokabellisten aus den Transkriptionen. Die Wörter, die du in echten Gesprächen hörst, sind die, die du am dringendsten brauchst. So machst du aus Serien, Podcasts und Videos nicht nur Unterhaltung, sondern ein gezieltes Hörtraining. Viele Lernende machen den Fehler, alles verstehen zu wollen. Sie hören einen Muttersprachler und verzweifeln, weil ihnen jedes zweite Wort fehlt. Doch die Wahrheit ist, du musst gar nicht jedes Wort verstehen, du musst das Wesentliche herausfiltern. Das nennt man selektives Zuhören. Es bedeutet, dass du dich auf die Wörter konzentrierst, die den Kern der Botschaft tragen. Signalwörter. Achte auf Wörter wie weil, aber, deshalb, vielleicht. Sie geben dir sofort Hinweise auf die Logik des Satzes. Verben. In den meisten Sprachen und besonders im Deutschen steckt die Bedeutung oft im Verb. Wenn du fahren, kaufen, treffen verstehst, weißt du schon, was passiert. Substantive. Hör auf die Hauptwörter Auto, Arbeit, Wochenende, Problem. Sie zeigen dir, worum es im Gespräch geht. Beispiel: Du hörst morgen, morgen, fahren, Freunde nach Berlin. Auch wenn dir die Hälfte fehlt, weißt du, jemand fährt morgen mit Freunden nach Berlin. Das reicht, um den Sinn zu verstehen und oft auch, um sinnvoll zu antworten. Selektives Zuhören macht dich entspannter. Du musst nicht panisch jedes Detail jagen. Stattdessen trainierst du dein Ohr, das Wichtige automatisch herauszufiltern. So funktioniert übrigens auch das Verstehen in deiner Muttersprache. Du hörst nie jedes Wort bewusst. Du filterst ständig das Wesentliche heraus und ergänzt den Rest im Kopf. Übe das bewusst. Hör einen Abschnitt und schreibe nur die Schlüsselwörter auf. Fass danach den Sinn in einem Satz zusammen. So trainierst du, die Essenz zu verstehen, auch wenn dir Details fehlen. Mit der Zeit wirst du merken, plötzlich verstehst du Muttersprachler viel besser, obwohl du gar nicht jedes einzelne Wort kennst. Das Verstehen von Muttersprachlern ist einer der schwierigsten Teile beim Sprachenlernen. Darum ist es normal, dass viele Lernende schnell frustriert werden. Sie hören ein Gespräch, verstehen kaum etwas und denken sofort: Ich werde es nie schaffen. Aber hier liegt der Fehler. Verstehen ist kein Schalter, der plötzlich an- oder ausgeht. Es ist ein Prozess, der Schritt für Schritt wächst. Akzeptiere die Phase der Verwirrung. Am Anfang klingt vieles wie ein einziger Klangteppich. Das ist normal. Dein Gehirn muss erst lernen, Silben, Wörter und Muster zu trennen. Feiere kleine Fortschritte. Vielleicht hast du heute nur ein Wort mehr verstanden als gestern. Oder du hast den Refrain eines Liedes klar erkannt. Das sind Erfolge und genau diese kleinen Schritte summieren sich. Geduld trainieren. Ein Kind braucht Jahre, bis es seine Muttersprache fließend versteht. Warum sollten wir Erwachsene glauben, dass es in ein paar Monaten klappt? Wenn du dir diese Geduld erlaubst, wirst du langfristig mehr Motivation haben. Frust in Motivation verwandeln. Sieh jedes Nicht-Verstehen als Hinweis, was dein Ohr noch braucht. Statt „Ich kann das nicht", sag dir: das ist mein nächstes Trainingsfeld. Mit dieser Haltung bleibst du dran, auch wenn es schwer ist. Und genau dieses Dranbleiben ist der Schlüssel. Die Wahrheit ist, jeder, der heute fließend Deutsch versteht, hat diese Phasen der Frustration durchlebt. Der Unterschied zwischen denen, die aufgeben, und denen, die es schaffen, ist Geduld.
Mach dir also klar, Verstehen wächst nicht linear, sondern in Wellen. Es gibt Tage, an denen es schwer ist und plötzlich einen Tag, an dem du überrascht merkst, wow, ich verstehe viel mehr. Am Ende ist die Botschaft klar. Muttersprachler zu verstehen ist keine Frage von Talent, sondern von Training. Passives Hören gewöhnt dein Ohr an den Klang. Aktives Zuhören trainiert dein Gehirn, den Sinn wirklich zu erfassen. Wiederholung, Transkriptionen, intensive Übungen und selektives Zuhören machen dein Ohr schärfer, Schritt für Schritt. Das Wichtigste ist, mach aus aktivem Zuhören eine tägliche Gewohnheit. Nicht einmal pro Woche eine lange Session, sondern jeden Tag ein kleines Training. 5 Minuten konzentriertes Hören sind oft wertvoller als eine Stunde passives Nebenbei. Erstelle dir eine Routine. Hör jeden Tag einen kurzen Abschnitt. Wiederhole ihn mehrfach. Lies mit, sprich mit, schreib Schlüsselwörter auf. Und vor allem bleib geduldig. Mit der Zeit wirst du merken, Wörter, die früher verschwommen klangen, sind plötzlich klar. Sätze, die früher zu schnell waren, ergeben Sinn. Dein Gehirn baut sich ein neues Hörsystem auf, eins, das nicht nur den Klang, sondern auch die Bedeutung erfasst. Und das Beste: Je mehr du verstehst, desto mehr Spaß macht es, zuzuhören. Gespräche werden flüssiger, Serien verständlicher, Musik tiefer. Deutsch wird nicht mehr ein Rätsel sein, sondern eine Sprache, die sich für dich öffnet. Fang heute an. Wähle ein kurzes Audio, hör bewusst zu und wiederhole es. Mach daraus ein tägliches Ritual. Denn jedes kleine Training bringt dich näher an das Ziel, Muttersprachler wirklich zu verstehen, sicher, gelassen und ohne Angst.